So, hallo zusammen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir schauen, was die nächste Woche für Highlights, Überraschungen oder Wenden mitbringt. Ich bin wie immer gespannt. Ich blende euch nochmal hier oben die Sternzeichen ein für den März. Und wir legen los. Da hat sich eine umgedreht, der Reiter. Da kann es um eine Wende gehen, die über ein Gespräch kommt, ein bestimmter Anruf. Etwas kommt in Fahrt, in Bewegung. Nachrichten, Kommunikation. Und es ist hier so, dass es irgendwie ein Gespräch, eine Nachricht ist, die neue Türen öffnet, die einen Erfolg mitbringt, die das Gefühl von ich bin sicher mitbringt. Wir haben die Sterne dabei, da hat man auch ganz gern mal Glück, da klären sich die Dinge. Die Sterne liegen auf der bewussten Ebene, das ist für mich auch so, dass man da Erkenntnisse hat, dass man nach den Sternen greift. An sich ist es aber tatsächlich auch wirklich ein bisschen magisch und man hat eine Vision, die man hier vergrößern kann. Es geht um uns selbst, den annehmenden Teil. Ich sage euch gleich mehr, ich brauche erst die nächste Karte. Ja, hier kann irgendwo ein Neubeginn starten. Möglicherweise ist es etwas, wo man in der Vergangenheit schon angefangen hat, sich langfristig zu bewegen. Hier kommt jetzt die Zeit, wo man auch Kleinigkeiten so ändern kann, dass sie wirklich unter einem guten Stern stehen oder dass sie an sich für langfristige Klarheit sorgen. Wir haben mit dem Kind in der näheren Zeit natürlich auch alle Sachen, die mit Kindern zu tun haben, die klein sind und groß werden müssen und natürlich Neubeginne jeglicher Art. So, an sich kann es hier auch ein spezielles Thema sein. Entweder man schließt mit der Vergangenheit Frieden, man ist wieder mehr im Vertrauen, man hat ein Vaterthema, ne, das man so geklärt hat mit sich. Bei einem oder anderen ist es vielleicht so, dass sie mit jemand, mit dem sie aus der Vergangenheit abgeschlossen haben, neu beginnen könnten, Dinge klären. An sich ist es so, dass auch Veränderungen sind, die das Umfeld betreffen, die uns dann wieder mitnehmen in so ein ganzes Gefühl, das Gefühl der Ganzheit. Der Bär ist für mich auch die Karte, die gibt dir Schutz. Ne? Da kannst du deine eigene Größe leben, da kannst du im Vertrauen sein, da bist du stark. Ne? Und hier ist vielleicht dieses Ding, dass man dem Frieden nicht traut, was blockierend wirken könnte. Im Prinzip könnte es auch die Beantwortung von offenen Fragen sein.
Ja, hier kann sogar ein schicksalshaft neues Kapitel irgendwie entstehen. Hier kommt man an das Wissen, das man braucht. Hier gibt es Instruktion. Hier beschreibt man vielleicht die erste Seite seines neuen Kapitels. Es kann auch so sein, dass wir die Woche ein bisschen mit Überraschungen rechnen dürfen, aber mit positiven. Ich lege die Karten voll aus. Brauche ich ein bisschen Platz. Wir haben wir haben Konkurrenz. Es kann jetzt hier im Beruf sein, jemand, der ein bisschen für Unruhe sorgt, jemand, der sich ins verbindliche Leben einmischt. Aber ich sehe es irgendwie auf eine positive Art, denn wir können hier möglicherweise auch für uns selbst so einstehen, dass wir, ich sage mal, gefestigt sind, geerdet sind. Ich habe sehr ausgleichende Energien hier. Die Sonne und der Mond am häuslichen Bereich noch dran ist, dass wir irgendwie schnelle Wenden kriegen, die Ausgleich mitbringen. Wir haben so Geben und Nehmen. Wenn du hier im häuslichen Bereich irgendwie etwas hast, kann es sein, dass etwas gut ausgeht, dass etwas sich stabilisiert, das vorher Belastungen mitgebracht hat. Es kann sich auch hier um Kosten im häuslichen Bereich drehen. Irgendwelche finanziellen Zusagen, wir haben Selbstwertthemen mit dabei wieder mal. Ich habe eine wankende Energie im finanziellen Bereich oder eine Sache, die ausstand, sehr schnell erledigt werden könnte. Man sieht hier bei den Finanzen eigentlich das Go. Ich habe, ihr seht nicht mehr alles, ne? Das Harmonisieren von Familienthemen. Ich habe eine bestimmte Lebensaufgabe und ich habe für einige ein bisschen so dieses Ding, wie nenne ich das? Sie hinterfragen die Liebe oder die Familienthemen oder das Konstrukt, wie lebe ich Beziehungen, was macht mir Stress, wo gibt es Streit, wo sind wir nicht einer Meinung, ne? Sonne und Mond gegeneinander sind halt eben auch das, was alles miteinander ausmacht. Hier sind klärende Gespräche, das hatten wir hier schon mal. Nachrichten, die neue Wege freimachen. Und der ein oder andere kann hier auch trennende Situationen gut überwinden, für sich neu beginnen. Andere haben wiederum die Begegnung mit der Vergangenheit nochmal dran. Man sieht Entscheidungen und Wege und Möglichkeiten über Gespräche auch mit dem Gegenüber. Man sieht, dass man Sachen, wo man im Nebel stehen gelassen wurde, verbal austragen kann. Und es ist ein Konstrukt, wo man aus einem Turm, einem kleinen Gefängnis, hier wieder in die Verbindlichkeit reingeht. Der eine oder andere kann hier mit überraschenden Emotionen rechnen oder überraschenden Wenden, die im beruflichen Bereich auch sind. Aber ich sehe es eher so, dass es langfristig positiv ist. Gut, dann schauen wir, welcher Glücksimpuls hier noch mitgeht. Die finanzielle Erleichterung, das haben wir hier schon gesehen.
Und ich glaube, wir lassen es so stehen. Gucke gerade noch mal drüber. Für einige von euch oder von uns wird es auch so Wege geben, die im Beruf ein krasses Konstrukt minimieren, das sehr verstrickt oder viel Stress mitgebracht hat. Oder auch, was im vertraglichen Bereich irgendwie sehr schwierig war. Da sieht man irgendwie Erleichterung, die von außen kommt, Konflikte mit Kollegen, die sich legen können oder auch so Aussprachen. Ne? Jemand steht für sich ein, jemand boxt sich durch und findet damit irgendwie eine friedliche Lösung. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch bis bald.